If we talk about natural resources, we are also in for a surprise about what Israel is willing to do and is not willing to do. For example, with water issues, Israel gets 80% of the water of the West Bank, and already, of course, they get most of the natural resources, the green areas in the north. Plus, they removed the water that is coming through the Jordan River, and I just crossed the Jordan River. It is no longer a river, it's just a dirty stream of water that's smaller than what runs in the backyards of most people. Wenn wir jetzt über die natürlichen Ressourcen sprechen und was Israel gedenkt zu tun, in dem Fall können wir jetzt schon erkennen, dass Israel bereits mehr als 80% der Wasserressourcen aus der Westbank abziehen. Und sie haben auch die grünen Gebiete nördlich und östlich davon unter ihre Kontrolle gebracht. Wir sehen auch, dass das Wasser auch bereits abgeschöpft wird, bevor es zum Jordan gelangt, sodass heute der Jordan eigentlich nur noch ein Rinnsal ist. Da ist nicht mehr viel Wasser, was da runterkommt. And in fact, most of the 500,000 settlers in the West Bank actually live on top of the water aquifers of the West Bank. That's why Israel put them there in the first place. And these settlers use 80% of the West Bank water and have swimming pools, as you see here. Here's the average Israeli use of water versus the average Palestinian use of water. And you can see the dramatic difference between Israeli and Palestinian usage of water. In the summer, my own water gets cut off every few weeks, and sometimes the cut-off lasts for 2 weeks. Die Siedlungen wurden auch nicht zufälligerweise direkt über den Wasseraquiferen gebaut, die in der Westbank liegen, um eben dann die Wasserressourcen besser kontrollieren zu können. Und heute verbrauchen die Siedler in den Siedlungen mehr als 80% des Wassers in der Westbank. Auf dieser Grafik kann man erkennen im Vergleich, wie der durchschnittliche Verbrauch eines Siedlers im Vergleich mit dem Verbrauch eines Palästinensers. Wir sehen aber, und diese sehr schwache Wasserversorgung wird immer wieder unterbrochen, manchmal wochenlang, und bei mir ist zuletzt das Wasser 2 Wochen lang nicht gekommen. And of course, the most important issue for us Palestinians is the issue of the refugees. As I mentioned, most of us are refugees, and we live in places like Jordan, Syria, Lebanon, also the West Bank and the Gaza Strip, and even inside the Green Line, inside Israel, there are over 300,000 Palestinians who are internally displaced people. So most Palestinians are refugees, and Israel says they have no right to return to their homes and lands, even though there are some studies that show that there's plenty of space to accommodate all of the returning refugees without displacing Israeli Jews. Ja, das weitere sehr wichtige Thema, das ist das Thema der Flüchtlinge, denn wir wissen ja, dass über 2 Drittel der Palästinenser Flüchtlinge sind. Viele Palästinenser, nicht nur diejenigen, die jetzt im Libanon, in Syrien, in Jordanien leben, sondern es gibt auch palästinensische Flüchtlinge sogar innerhalb von Israel selbst. Etwa 300.000 Palästinenser sind es, die davon betroffen sind. Sie haben also selbst als israelische Bürger innerhalb von Israel nicht das Recht, in ihre Dörfer zu gehen. Israel weigert sich dann, die Flüchtlinge wieder aufzunehmen oder ihnen zu erlauben, zurückzukehren, obwohl viele Studien belegen, dass es durchaus möglich ist, dass Platz genug ist, dass viele von ihnen zurückkehren könnten, ohne dass jüdische Bewohner Israels deswegen ihren Wohnort ändern müssten. Under the vision of President Clinton and others, that the Palestinians would be allowed to return, so-called, to the Palestinian state in the West Bank and Gaza. This Palestinian state, which will already, of course, have extruded from it the natural resources where the settlements are, 80% of the settlers sitting on those places, inside the West Bank. So most of the settlers would remain in the West Bank.
And still they say you can bring the Palestinians into the West Bank and the Gaza. But the problem is the West Bank and the Gaza Strip have actually density of population 5 times more than what's inside the Green Line, inside Israel today. So the West Bank and Gaza already have a lot of refugees. Gaza, for example, is 1.5 million people. 1 million of them are refugees already. So where are you going to accommodate refugees if only they can be accommodated in the remaining parts of the West Bank and Gaza that would be left for the Palestinian state? In der Vision von Präsident Clinton, wonach die Palästinenser zurückkehren können sollten in der Zukunft, wenn ein Staat errichtet wird, aber nur eben nach Palästina, in Anführungszeichen, das würde bedeuten, dass sie nur zurückkehren können in die Westbank oder nach Gaza, aber wir wissen heute, dass in der Westbank beispielsweise erstens ist es viel zu klein, zweitens leben viel zu viele Menschen dort, es ist heute schon überbevölkert, es ist sehr dicht besiedelt, in Gaza ist es nicht viel anders, dort sind 1,5 Millionen Einwohner, davon sind 1 Million etwa Flüchtlinge und wie sollen denn diese Menschen zurückkehren in diese Gebiete, wo auch gleichzeitig die Siedler noch dort bleiben sollen. Also die meisten Siedler werden wohl noch dort bleiben, was so eine Rückkehr absolut erschweren würde. And the last issue I want to touch on is the issue of political prisoners. There are over 7,000 Palestinian political prisoners in Israeli jails. Many of them are juveniles, are youth. In fact, when I was arrested, 2 12-year-old twin boys were arrested with me in Walaja. And between the age of 12 to 18 years old, Israel allows children to be jailed like adults and in adult jails. And this is unconscionable in international human rights laws. And these political prisoners in any kind of arrangement need to be released, but Israel says no. Ein weiteres Thema waren eben die politischen Gefangene. In israelischen Gefängnissen sind heute mehr als 7.000 palästinensische politische Gefangene, unter ihnen sogar eine ganze Reihe von Minderjährigen. Als ich jetzt verhaftet wurde, kürzlich, wurden 2 Jugendliche, 2 12-jährige Jugendliche mit mir gemeinsam verhaftet. Israel inhaftiert Jugendliche und behandelt sie wie Erwachsene. Und das ist illegal nach allen Regeln, nach den Menschenrechten ist es ja nicht vereinbar mit den Menschenrechten, aber das wird leider weiter praktiziert von Israel ohne Rücksicht auf all diese Vereinbarungen. So, I think, like Ali probably explained to you, the model of solving the issue according to the wishes of President Clinton or President Obama or the Geneva Accords or some of these negotiations is not really the model to look at for the solution. A better model to look at would be the model of South Africa, where you can see blacks were relegated to these areas called Bantustans, and we, the Palestinians, are relegated to these areas, for example, in the Galilee, in the West Bank, in the Negev, and in the Gaza Strip, which together are actually 8.3% of the historic land of Palestine. And these areas, 8.3%, is actually much less than the areas allocated to the blacks in South Africa under apartheid. Ja, wie das vielleicht bereits Ali erklärte, ist das Modell, das uns präsentiert wird von Clinton, Obama oder auch durch die Genfer Initiative. Dieses Modell, das da präsentiert wird, beschreibt ja die Situation nicht wirklich akkurat, sondern ein viel treffenderes Modell wäre das südafrikanische Modell, also das Modell der Bantustans. Die palästinensischen Gebiete, die dann später ein palästinensischer Staat bilden sollen, sind so, wie Sie sehen, sind ja verteilt und sind nicht zusammenhängend und bilden zusammen nicht einmal 8,3% der Gesamtfläche Palästinas.
There's actually an international convention on the punishment, suppression and punishment of the crime of apartheid, and the state of Israel fulfills all the requirements for being an apartheid state under this convention. Es gibt auch eine offizielle Erklärung, eine Konvention über die Situation, über die Unterdrückung in Südafrika, über die Apartheid-Politik. Und wenn wir heute die israelische Politik damit abgleichen, dann werden wir feststellen, dass Israel alle Kriterien erfüllt, um eine Apartheid-Politik genannt zu werden. Now, this is the picture that I think is now clearer and clearer to most of the world, including, by the way, even Israeli Zionists themselves, and everybody in the world knows the picture, and everybody understands the context of what is happening in reaction to this picture. For example, the violence, most people did not used to understand the violence in the Middle East, but now more and more people understand the violence, just like they understood the violence that happened in South Africa. In South Africa, there was a lot of violence of blacks against whites and whites against blacks. Of course, much more violence is done against the native people than against the colonizers' occupiers. The ratio of civilians killed in these struggles, for example, in South Africa, blacks civilians killed versus white civilians killed, was always more than 10 to 1, and in Palestine the same thing. The ratio of Palestinian civilians killed to Israeli civilians killed is more than 10 to 1. Jeder kennt inzwischen vielleicht auch die Zusammenhänge, das Bild wird immer klarer für viele Menschen. Das war vielleicht lange Zeit nicht der Fall. Früher haben viele Menschen nicht verstanden, warum es so viel Gewalt gibt im Nahen Osten. Aber nach alledem, was wir in den vergangenen Jahren miterlebt haben, haben inzwischen doch eine ganze Menge Menschen das verstanden, wo sie das auch damals durchaus verstanden haben, was in Südafrika die Ursache für die Gewalt war. Und wir sehen aber auch, sehr bezeichnend ist auch die Tatsache, dass die Zahl der Opfer auf beiden Seiten, also jetzt in Südafrika zum Beispiel auf der Seite der Unterdrücker und auf der Seite der schwarzen Bevölkerung, war immer im Verhältnis 10 zu 1, also 10 auf der Seite der Unterdrückten, der Schwarzen und 1% oder ein Anteil bei den Unterdrückern selber. Und das gleiche Bild können wir auch in Palästina sehen. Da ist also die Zahl der Opfer auf palästinensischer Seite ist 10-mal so hoch als die Zahl der Opfer auf israelischer Seite. But my subject, my next part is to talk about popular resistance and not focus on the violence or the root cause, which is apartheid, which, as I mentioned, is the key to understanding this kind of resistance. So I will speak briefly about popular resistance in Palestine, hopefully then open it up for questions. Okay, mein Thema ist aber jetzt nicht zu sehr über die Apartheid-Politik selbst zu sprechen. Das ist vielleicht sehr wichtig und ein Schlüssel, um zu verstehen, um was es da geht und wie die Zusammenhänge sind. Mein Thema ist heute mehr über den gewaltfreien zivilen Widerstand in Palästina zu sprechen und darauf werde ich mich jetzt konzentrieren, um dann anschließend für Sie, für Fragen und Antworten zur Verfügung zu stehen. My book on popular resistance was actually released by Pluto Press before the popular uprisings in the Arab world, and suddenly when these popular uprisings came in Egypt and Tunisia and elsewhere, people were curious and they started buying my book, and so the publisher actually had to make a second printing within a month of its publishing, so that was good for me, I suppose. Mein Buch über den zivilen Widerstand wurde von Pluto Press veröffentlicht, eigentlich kurz bevor die Umwälzungen in der arabischen Welt angefangen haben. Plötzlich haben sich dann sehr viele Menschen für das Thema interessiert, was dazu geführt hat, dass mein Buch bereits einen Monat nach dem Erscheinen nochmal neu aufgelegt werden musste, wovon ich ganz gut profitiert habe.